Ja, und es gibt auch noch einen ziemlich überraschenden Vorschlag von Wladimir Putin. Der hat jetzt die Idee, dass man doch die Ukraine unter UN-Verwaltung stellen könnte. Seine Begründung: So sollen Neuwahlen und eine friedliche Lösung des Konflikts ermöglicht werden. Der russische Präsident betont, dass Russland nicht um jeden Preis verhandeln werde und bleibt siegesgewiss. Putin kritisierte erneut die ukrainische Regierung scharf, bezeichnete sie als gescheitert, Selenskys Präsidentschaft als abgelaufen und ihn damit auch als illegitimen Präsidenten. Russland beansprucht große Teile der besetzten Gebiete und sieht die Ukraine als Marionette des Westens. Tja, und dieser neue Vorschlag, was davon zu halten ist und wie man darauf auch in Kiew schaut, dazu jetzt eine Einschätzung von unserem Korrespondenten Christoph Wanner. Die Diskussionen in Westeuropa, vor allem in Frankreich und Großbritannien, in Bezug auf westeuropäische Friedenstruppen für die Ukraine scheinen den russischen Präsidenten stark zu verärgern. So stark, dass er jetzt dazu übergegangen ist, seine Rhetorik gegenüber der Ukraine noch einmal zu verschärfen. Gestern war Putin in Murmansk bei der Nordmeerflotte zu Besuch und da hat er gegenüber seinen Soldaten gesagt, dass Russland bisher die Politik verfolgt hat, die Ukraine langsam in die Knie zu zwingen, man aber auch dazu übergehen könne, die Ukraine zu zerschlagen. Und dann hat Putin noch über die Vereinten Nationen gesprochen und hatte die Idee, dass man hier in der Ukraine doch eine Übergangsregierung installieren könne unter der Ägide der Vereinten Nationen, weil die Staatsmacht hier illegitim sei. In der Ukraine, so die Kritik des russischen Präsidenten, haben 2024 keine Präsidentschaftswahlen stattgefunden und deswegen sei die Zeit Selenskys abgelaufen. Putin weiß natürlich genau, dass hier keine Übergangsregierung installiert wird und dass sich die Vereinten Nationen auch nicht einmischen werden. Aber der russische Präsident lässt eben keine Chance aus, seine Aversion gegenüber Selenskyj zu zeigen und immer wieder neu Öl ins Feuer zu gießen.